Was muss ich? Den Kragen? So? Okay. Ich bin total froh, dass ich Dominik Schreiber von der Baum- und Rebschule Schreiber bei mir habe und er wird einiges erklären hier zu diesem Obst und zu anderen Sorten. Bleibt also dran. Wir haben gesagt, dass es vielerlei Gründe haben kann, warum Obstbäume nicht tragen. Beim Flo ist es ja so, dass die letzten Jahre, zumindest wo ich da sein habe dürfen, dass die Mirabelle meistens nur ganz wenige Früchte gehabt hat und heuer ist sie brechend voll. Einer der Hauptgründe in den letzten Jahren, warum es so zu unregelmäßigen Ernten kommt, ist einfach Spätfrost. Das ist in sehr vielen Regionen in den letzten Jahren und sehr häufig leider der Fall gewesen. Die Befruchtung ist ja immer ein großes Thema. Die Befruchtung ist da in dem Garten jetzt sicher kein Problem bei dem Mirabellenbaum, das passt. Man braucht halt bei manchen Mirabellensorten andere Befruchterbäume in der Nähe. Also man braucht nicht nur die Biene, die es anfliegt. Bei selbstfruchtbaren Sorten reicht es, aber bei nicht selbstfruchtbaren Sorten braucht man andere Mirabellen, Zwetschgen oder Kirchelbäume, die für Befruchtung sorgen können. Und was wir auch gesagt haben, was ein ganz häufiger Faktor ist, warum Bäume unregelmäßig tragen, ist die Alternanz. Weil bei Alternanz, das ist das Phänomen, dass Trag- und Rastjahre abwechseln, also dass es eben alterniert zwischen Jahren, wo die Bäume extrem viele Früchte haben, und wieder einem Jahr, wo der Baum dann fast gar nichts trägt. Und die Gründe für diese Alternanz sind meistens selbstgemachte. Jetzt, zu dieser Zeit, entscheidet sich eigentlich schon, ob der Baum fürs nächste Jahr überhaupt Früchte tragen kann. Weil die Knospen, aus denen nächstes Jahr die Früchte entstehen, die bilden sich schon jetzt oder haben sie vielleicht auch schon in den wenigen Wochen jetzt vorher gebildet. Und wenn der Baum jetzt einen Stress hat, durch Überbehang, durch zum Beispiel eine schlechte Nährstoff- und Wasserversorgung und so weiter und so fort, dann hat er die Kraft nicht, dass er neben den Früchten auch noch diese neuen Knospen versorgt und bildet. Sprich, wenn er sie heuer verausgabt, hat er die Kraft nicht fürs nächste Jahr. Und so entsteht dann eben diese Alternanz, einmal viel, einmal wenig, einmal viel, einmal wenig. Im nächsten Jahr, wenn er dann wieder diese Früchte nicht hat und sich ausruhen kann, dann hat er die Kraft wieder für neue Knospen und dann gibt es im darauffolgenden Jahr wieder eine gute Ernte. Eine Frage, wäre das eine Möglichkeit, dass ich die Mirabellen ausdünne, weil sie ja schon arg dicht hängen? Jetzt wäre es schon zu spät. Nee, aber vorher wäre das dann gut, dass ich... Vorher wäre es eine Möglichkeit gewesen. Dass ich fürs nächste Jahr auch wieder einen normalen Ertrag dann habe? Ja, aber da würde ich jetzt sagen, da sollten wir spätestens im Mai damit fertig werden. Also im Juni. Ab Juni wäre es zu diesem Alternanzbrechen schon zu spät bei Mirabellen. Man fördert damit natürlich auch die Fruchtqualität, auch wenn man Anfang Mitte Juni zum Beispiel noch was macht. Aber damit man wirklich auch diese Alternanz bricht, ist immer gut, wenn man wirklich frühzeitig ausdünnt. Okay. Und was man auch vorher, oder was da vielleicht auch noch wichtig zu beachten ist, viele Leute dünnen viel zu wenig aus oder trauen sich das nicht, weil sie dann sagen, boah, der Baum wäre ja so voll und jetzt gebe ich so viele Früchte weg und dann nehme ich mir ja den ganzen Ertrag weg. Aber es ist nicht so. Man hat, wenn man ausdünnt, viel größere, schönere, auch geschmacklich, aromatisch bessere Früchte und man hat diese dann auch jedes Jahr. Und wenn man ausdünnt und Früchte weggibt zum richtigen Zeitpunkt, dann wird der Ertrag mehr und nicht weniger. Wenn man eine Kugel hernimmt und eine Kugel 10% im Durchmesser größer macht, hat die 30% mehr Volumen. Wenn eine Frucht 10% größer ist, hat die 30% mehr Gewicht. Also mit großen Früchten hat man eine hohe Ernte, nicht mit vielen Früchten. Man braucht natürlich schon auch eine gewisse Fruchtzahl auch, aber mit überbehangenen Bäumen hat man keine besonders hohe Ernte, sondern bei überbehangenen Bäumen hat man meistens viel mittelmäßige Ware. Und wenn man einen Baum richtig ausdünnt, dann hat man eine hohe Ernte mit einer spitzen Fruchtqualität. Kannst du noch was zu den Mirabellen sagen, die du hier siehst? Sind es richtige Mirabellen oder hat sich da irgendwas eingekreuzt gehabt? Das schaut für mich aus nach einer wirklichen Mirabelle. Ich kann mir jetzt nicht behaupten, welche Sorte es ist, aber das schaut nach einer wirklich typischen Mirabelle aus. Okay. Es gibt ja Mirabellen, Ringlotten, Zwetschgen, Pflaumen, Kircherl. Das ist ja eigentlich alles dasselbe. Das ist alles Prunus domestica, das ist alles
dieselbe Familie sozusagen. Und wenn es da Ringlotte einpflanzt, kann es passieren, also wenn es einen Kern von einer Ringlotte einpflanzt, kann es da passieren, dass auf einmal ein Zwetschge wächst. Das ist alles extrem eng miteinander verwandt. Dann sind Mirabellen Wildlinge, oder? Nein, prinzipiell nicht. Also es gibt schon Mirabellensorten, Kultursorten. Der Regelfall ist eigentlich, dass die veredelten gepflanzt werden. Aber klar, du kannst natürlich auch einen Kern von einer Mirabelle hernehmen und einpflanzen. Und wenn du einen Kern einpflanzt, dann ist ja immer was Neues. Du hast jetzt die Blüte gehabt. Bei der Blüte trägt die Biene den Pollen, die männlichen Blütenorgane, auf die weibliche Narbe in der Blüte. Und wenn die Befruchtung stattfindet, dann entsteht später die Frucht. Im Kern hast du jetzt die Erbanlagen von Vater und Mutter. Und jetzt wissen wir bei uns Menschen, aber auch wenn ein Paar 3 Kinder hat, schaut er jetzt anders aus. Keins gibt es zweimal. Und so ist es bei Bäumen auch. Wenn ihr einen Kern einsetzt, seid ihr in dem Moment zum Züchter geworden. Keiner hat das, was ihr da habt. Ihr habt ein Unikat. Wenn ihr gewisse Eigenschaften weiter vermehren wollt, weil ihr sagt, der Baum, der gefällt mir so extrem gut, ich möchte gerne einen zweiten Baum von dem haben, weil der hat einfach alles, was ich mir wünsche. Dann musst du ihn veredeln. So kannst du das Sortenreihen weiter vermehren und so kriegst du die Eigenschaften auch mit in den nächsten Oder Baum. so ein Steckling, geht das? Ein Steckling geht theoretisch auch, ja. Wenn du den veredelst, hast du zum Beispiel jetzt den Vorteil und du hast einen kräftig wachsenden Mirabellenbaum, der dir so gut gefällt und du veredelst den, dann kannst du ihm auf eine schwachwüchsige Wurzel draufsetzen, auf eine schwachwüchsige Unterlage, hast dann auch gute Fruchteigenschaften, aber hast einen kleineren Baum, so wie du das halt gerne hättest. Oder du willst einen Baum, der viel, viel größer wird und setzt ihn auf eine deutlich stärker wachsende Unterlage drauf. Und mit der Unterlage kannst du auch ein bisschen die an den Standort anpassen. Bei Marillen ist zum Beispiel, nicht bei Mirabellen, sondern bei Marillen, also Aprikosen, ist es so, dass man auch gerne Zwetschgenunterlagen veredelt. Die meisten Mirabellenbäume, die in Österreich und Deutschland, die meisten Marillenbäume, die in Österreich und Deutschland gepflanzt werden, stehen eigentlich auf Zwetschgenunterlagen. Weil es die langlebigere Kombination bei uns ist, weil die Zwetschge anpassungsfähiger an verschiedene Bodentypen ist. In zum Beispiel Spanien, wenn es so reine Sandböden gibt, wo bei uns wahrscheinlich schon lange keiner mehr an Baumpflanzungen denken wird, da werden die Marillen nicht auf Zwetschgen, sondern oftmals auf Pfirsichunterlagen veredelt, weil die halt an diese sandigen Böden besser angepasst sind. Je schwerer der Boden ist, desto feuchter der Boden ist, desto mehr Niederschlag, desto besser wäre es zum Beispiel da jetzt Zwetschgen für Marillen zu verwenden. Und das sind halt alles so die Vorteile, warum man dann veredelt und warum man nicht einfach nur Stecklinge macht. Für die Kamera würden wir noch mal klatschen. Vielen Dank. Und wenn ihr spezielle Fragen rund um Obst oder hierzu Wein haben solltet, dann stellt eure Fragen in die Kommentare oder noch besser besucht Dominiks YouTube-Kanal, einen Profikanal. Dort erklärt er ganz viel Profiwissen für uns Hobbygärtner. Perfekt umgesetzt.